4 Wochen sind vorbei. Der wunderbare Speck 2025 ist sehr, sehr schön getrocknet. Und genau das schauen wir uns jetzt einmal an. Und jetzt schaut einmal da rein. Es ist die Zeit wieder da, wo wir unseren eigenen Speck eben machen. Und dazu gibt es ja wie jedes Jahr ein super Video, wie wir das eben zubereiten. Weil wir haben ja unser Kräuter Multifunktionscube, da haben wir die super getrockneten Sachen, die Nährstoffe eben viel hochwertiger machen und die ganzen Nährstoffe erhalten bleiben. Und dadurch wird unser Speck ganz was Besonderes. Und da habe ich jetzt die Mischung eben zusammengetan. Da ist unser eigenes Salz drin, verschiedene Kräuter und Knoblauch. Und noch ein paar andere Sachen, aber das bleibt unser Geheimnis, wie da die Mischung ist. Denn jeder macht ja da andere Sachen. Und jetzt haben wir unser super gutes Fleisch besorgt. Und jetzt geht es dann los mit dem Einzelnen. Da habe ich jetzt das erste Stückchen eben Bauchspeck. Schaut, was das für ein super schönes Fleisch ist. Und da haben wir jetzt unsere Gewürzmischung. Und damit tue ich das Fleisch jetzt schön einbatzen. Sagt man bei uns einmarinieren. Es wird auf der Vorder- und auf der hinteren Seite schön einmariniert und dann zieht das schön ein. So, jetzt tun wir das schöne Stück einmal wenden und dann kommt die nächste Seite dran. Das kann man ruhig anständig einmarinieren. Da am Rand auch schön, wo die Schnittstullen sind, dass alles schön mit der Gewürzmischung bedeckt ist. Ein schönes Karree-Stickel von einem Bio-Schwein. Haben wir ganz ein gutes Fleisch besorgt. Und jetzt wird das mit unserer Kräutermischung, Kräuter-Salz-Mischung von unserer Kräuter-Multifunktions-Cube einmariniert. Noch ein schönes Stickel von Bio-Schwein. Das ist nämlich ein Schlegel. Das ist vom Oberschenkel, Oberfuß. Ich glaube, ich kann man das auf Deutsch nennen. Und das wird jetzt auch einmariniert. Ja, Corinna, schauen wir, was passiert ist mit unserem Speck. Boah, das ist unser heuriger Speck und der schaut aber schon sensationell aus. Ja. Da glustet es mich schon aufs Verkosten. Und jetzt geht er in die Seuch. Der Speck ist gebeizt worden und jetzt ist er mit einem wunderbaren Räucherschrank leicht angereichert worden. Es geht aber auch ohne Räuchern, also jetzt kommt halt das Ganze in die Kräutercube. Wir haben ihn halt angereichert für den Geschmack, wir haben irgendwann das gern, aber es geht natürlich auch in diesen luftgesäuerten Variante. Also das heißt, er wird einfach ohne Räuchern gleich getrocknet. Und jetzt schaut mal, wie schön die Farben da sind. Wir haben da Bauchspeck, wir haben noch Karree-Speck, da dahinter ist sogar ein ganzer Schinkenspeck drin. Jetzt ist der Speck aus der Seuch, aber schaut mal, der ist total weich. Und weil er komplett weich ist, muss der Speck getrocknet werden. Das dauert auf einer Alm 6 bis 8 Monate, so dass er bei Luft gut trocknet. Aber so ein dicker Schinkenspeck, so wie es da jetzt ist, der braucht noch ein bisschen länger. Das schaffen wir in 3 bis 4 Wochen mit unserer tollen Infrarottechnologie, weil wir eben mit 22 Grad das schon trocknen und die Infrarotwärme dringt in das Fleisch ein und holt nur die Feuchtigkeit raus. Und dabei wird das Fleisch zusammengezogen. Aber schaut mal, es ist genauso da jetzt jegliche Art von Speck ist da komplett noch weich. Und deswegen seid gespannt, was schlussendlich da für ein tolles Ergebnis wird. Schaut mal, wie weich der Schinkenspeck noch ist. Und jetzt kommt der Speck in die Kräutercube. Jetzt haben wir da die Speckleisten eingelegt und jetzt schaut mal, der weiche Speck, jetzt sag's nochmal, der wird da jetzt einfach schön eingelegt auf die Speckleisten, dass er da schön aufliegt und dann kann er wunderbar trocknen. Und dort legen wir natürlich gleich wieder den nächsten dazu. Ich sag's euch, ich kriege einen Hunger. Schön schaut aus. So, die erste Reihe ist drin. Und jetzt kommt schon die nächste. Und da legen wir jetzt wieder drauf. Schön, das ist herrlich. Und natürlich alles von unseren Bauern. Das ist ein wunderbar aufgewachsenes Bio-Schwein. So, jetzt haben wir schon 6 Stück drin. Und jetzt haben wir schon insgesamt 9 Wochen Speck drin. Dann haben wir noch ein Karree.
Noch ein schönes Karree. So. Das ist jetzt noch der große Schinkenspeck mit knapp 10 Kilo. Der kommt da jetzt auch noch rein. Das passt noch. Wir haben da jetzt insgesamt haben wir jetzt die 6 Karree und 6 Bauch und einen großen Schinken drinnen. Der liegt da ganz oben. Und die werden da jetzt getrocknet, aber alle komplett wach. Und weil die so wach sind, schaut mal, wie wach das Fleisch ist, würde der Speck so nicht funktionieren. Das kann man auch mit nichts trocknen. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber genau deswegen haben wir das mit der Kräutercube gemacht. Und da sieht man jetzt einmal ganz, ganz deutlich, dass nirgendwo ein Schimmel ist. Es ist das schön abgetrocknet. Das Salz im Endeffekt als solches hat auch super zum Werkeln angefangen, so wie es gehört. Perfekt. Und jetzt zeige ich einmal das, was wir damals auch gemacht haben. Das ist jetzt wieder dieser Biegetest. Schaut einmal. Der Speck, der ist fest. Den kannst du nicht mehr biegen. Keine Chance. Der ist komplett hart. Aber jetzt werden natürlich Skeptiker sagen, ja, aber jetzt sag allein dünner Speck. Und jetzt nehmen wir ein schönes Karree raus. Schaut mal. Den biege ich genauso nicht. Und der ist überall super, super schön fest. Und das ist heute das, was unsere Trocknung ausmacht. Egal, was ich da drin trockne, ob es jetzt ein Kräuter, Obst, Gemüse, bis hin zum Speck ist, es ist alles in einer höchsten Qualität und das macht die Technologie aus, was unsere Infrarottrocknung kann. Und jetzt werden wir den Speck dann rausholen. So, und jetzt schaut einmal, die ganze Menge Speck war da drinnen, also das waren insgesamt 13 Brocken Speck, also Karree, Bauchspeck und sogar ein großer Schinkenspeck mit 9 Kilo. Das ist alles da drinnen gewesen in der großen Kräutercube. Sensationell, schaut euch die Speckmenge an. Und das Ganze nur mit unter 300 Watt in der Stunde. Dann werden wir ihn jetzt mit euch noch anschneiden und dann mache ich euch einmal richtig einen Gusto auf einen guten Kärntner Speck. So, wir haben jetzt den Speck 2025 aus der Kräutercube getan. Ihr seht jetzt einmal da haben wir eben einen sogenannten Achkatzelspeck und das heißt deswegen, weil er so dünn ist, hat nichts mit einem Achkatzel, also einem Echtkätzchen zu tun, sondern das ist nur wegen weil der Speck so dünn ist und deswegen sagt man so dazu. Wunderschöner Bauchspeck. Was wir natürlich noch haben, ist Karreespeck und was wir auch gehabt haben, was ich euch unten schon gesagt habe, das ist ein sogenannter Schinkenspeck, also aus einem ganzen Schlögel. Und wenn ihr den einmal schaut, wie fest der da ist, seht ihr das? Ist egal, wo ich da jetzt drücke, die sind alle super, super fest. Das braucht einmal locker 6 bis 8 Monate. Und wir haben, nur für wen es interessiert, ca. 25 bis 30% Gewichtsverlust, also was das Wasser, was aus dem Fleisch rausgegangen ist. Also der ist perfekt trocken. Und jetzt kommt eigentlich das Schönste am Speck machen, nach monatelanger Arbeit, dass man heute einmal anschneidet und dass man einmal kostet. Und das machen wir jetzt miteinander. So, und jetzt kommt das Schönste. Wir schneiden mal den Speck an. Er ist sehr, sehr hart. Das ist schon einmal das erste Zeichen. Schaut euch das einmal an. So soll ein perfekter Bauchspeck ausschauen. Traumhafter Anschnitt, traumhafte Farbe. So soll es sein. Jetzt schneiden wir die Spalten weg, weil die kann man natürlich nicht essen. Die kommt jetzt weg und jetzt schaut einmal. Speck 2025 vom Bio-Schwein. Schaut euch den Speck an. So soll Speck ausschauen. Alles mit trocken gebeizt, leicht angereichert für ca. 3 bis 4 Tage bei 20 Grad und dann super gut getrocknet. Also mein Herz am Schnitt, wie das super ist. Speck, wieder schön fest, schaut euch das an. Und jetzt kommt der grandiose Anschnitt. Boah, ich sage euch, der ist hart. Da hilft nicht einmal ein scharfes Damastmesser. Schaut euch mal den Speck an. Herrlich. Boah, da kriege ich jetzt einen Lust, das sage ich euch. Und jetzt schneiden wir da auch natürlich ein schönes Stückchen runter. Schaut euch den Karreespeck an. Ist der nicht schön?
Und jetzt kommt er wieder. Und jetzt nehmen wir noch den Schinkenspeck an. Jetzt schaut mal diesen wunderbaren Speck an. Er ist halt sehr, sehr hart. Aber ich schneide jetzt mal einfach so ein bisschen runter. Jetzt schaut euch den Schinkenspeck an. Ich schneide ihn jetzt auch noch auf. Das ist ein Speckle, sage ich. Einfach nur schön. Das war der heurige Speck 2025. Wenn ihr Fragen dazu habt, also generell Speck könnt ihr in der gesöchten Variante machen, ihr könnt ihn aber genauso trocken gebeizt, bei uns heißt das in Kärnten Luftgesöchter oder genauso diesen typischen Pancetta, könnte man auch ohne Räuchern direkt in der Kräutercube trocknen, das haben wir aber ein paar ältere Videos schon dazu gemacht. Heuer haben wir nur geräucherten gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Speck ist wunderbar geworden. Vielen Dank auch an Benjamin für das tolle Fleisch, was er uns besorgt hat, das ist unser Bio-Metzger. Und danke auch an die Bauern für so tolle Qualität. Und ja, wenn ihr Fragen zum Infrarottrocknen habt, meldet euch bei uns, tut uns eine E-Mail schreiben auf office@infrarothimmel.at oder schaut rein auf die neue Webseiten www.kräutercube.at und vergesst nicht, unseren Kräutercube-Kanal auf YouTube weiterzutragen. Ihr seid genau die was dazu beitragen könnt, dass viele von unserer Methode erfahren können, egal ob du jetzt im Prinzip dein Fleisch trocknest oder deine Kräuter, dein Obst, dein Gemüse, was auch immer. Mit unserer Kräutercube könnt ihr alles trocknen. Das ist eine Multitrocknung in höchster Qualität. Und jeder, was einmal mit der Kräutercube zum Trocknen anfängt, der wird genau wissen, warum die Technologie auch was kostet, weil es ist unvergleichbar mit Dörrgeräten und Gefriertrocknen, was es auch immer da gibt. Wenn es einmal mit der Methode anfängt zum Trocknen, dann wisst ihr, was trocknen kann. Und demnächst wieder ein neues Video und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Pfiat euch.